So, als nächstes haben wir Alfons hier auf der Bühne, der uns auch heute unterstützt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Bonjour, ich freue mich sehr, dass wir uns gerade für diesen Event zusammentreffen heute. Es ist hier auf die kleine Bühne ein bisschen voll, aber ich versuche mal möglichst zu euch zu kommen. Lauter, sagt das wütende Publikum. Lauter. Da gleich sind wir im Thema. Das war das Thema, was ich eben mit Uli Wickert hatte. Der sagte, was ist für dich der größte Unterschied zwischen Deutschen und Franzosen? Und ich habe ihm gesagt, das ist die Art zu protestieren. Für mich ist das eindeutig. Und gleich macht er in Frankreich, also wenn das zu leise gewesen wäre, der Techniker hätte schon auf die Fresse bekommen, weißt du? Aber bei euch sagen, Entschuldigung, vielleicht ein bisschen lauter wäre toll und so. Es ist auch toll. Also man kann Freunde sein und unterschiedlich sein. Das ist auch das Beste überhaupt, was passieren kann. Wenn alle gleich sind, ist es langweilig. Es ist auch toll, Freunde zu haben, die anders sind als sich selbst. Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Und Franzosen sind sehr anders. Also wenn wir gleich bleiben beim Thema Protestieren. Ihr habt alle mitbekommen, was mit den Gelbwesten im Moment passiert in Deutschland. Vor kurzem, ich war vor kurzem in Frankreich und ich habe mit Gelbwesten tatsächlich gesprochen und die haben mich, ich wollte mir ein Bild machen. Das ist kompliziert als Bewegung. Es ist nicht so einfach, wie man denkt, sondern ich wollte wissen, was macht ihr, wofür macht. Und die haben mich das nicht wirklich erklären können, aber die waren sehr interessiert, dass ich in Deutschland lebe. Und die haben mir gesagt, wenn du schon in Deutschland lebst, kannst du uns sagen, wann machen eigentlich die Deutschen mit? Weil wir brauchen Unterstützung für die Gelbwesten. Und ich habe denen gesagt, also bevor die Deutschen mitmachen, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, weil die Deutschen, was Protestieren angeht. Ich habe neulich zum Beispiel erfahren, dass in Deutschland, wenn du eine Demo machen willst, du musst das im Voraus anmelden. Das findet ihr alle normal. Ne? Wie macht ihr das? Ihr geht zum Ordnungsamt und sagt, guten Tag, an dem Tag so und so möchte ich ab 14 Uhr sehr wütend und aufgebracht sein. Und die sagen, kein Problem, dafür haben wir ein Formular, einmal ausfüllen. Ihr seid schon seltsam manchmal. Stellt euch vor, liebe Freunde, stellt euch vor, die französische Revolution, wenn die von Deutschen organisiert worden wäre. Sturm auf die Bastille! Ja, aber nur mit Voranmeldung. Wir sind unterschiedlich, wir sind Freunde, das ist das Beste, was passieren kann. Gerade die deutsch-französische Freundschaft, der Uli Wickert hat viel darüber gesprochen, das war toll, was er gesagt hat. Er hat auch über den Vertrag gesprochen. Es gibt tatsächlich einen Vertrag, der sagt, wir sind Freunde, ja, Deutschen und Franzosen. Wer weiß, wie dieser Vertrag heißt? Ja, hier habe ich es gehört, der Élysée-Vertrag. Und das wurde tatsächlich 1963 unterschrieben. Das Datum ist wichtig, weil wenn wir heute sagen, wir sind Freunde, das klingt eigentlich banal. Aber damals, nicht mal 20 Jahre nach dem Ende vom Krieg, das war nichts Normales. Ja? Also im Gegenteil. Ja? Aber ich bin mir sicher, als die Franzosen gehört haben, was, Freundschaft, okay, wir sind dabei, lass uns mal einen Rotwein darauf trinken. Und die Deutschen, ja okay, aber erstmal Vertrag unterschreiben. Deshalb gibt es überhaupt einen Vertrag. Wir hätten keinen Vertrag machen müssen für die Freundschaft, aber ihr wolltet unbedingt. Wir wollten nicht die Freundschaft gleich mit einem Streit anfangen. Das wäre blöd gewesen, ja. Ich hoffe, ihr habt eine Kopie vom Vertrag, weil wir haben keine Ahnung, wo der ist. Aber in irgendeinem Aktenordner hier ist es bestimmt und gut so. Ob Vertrag oder nicht. Es ist toll, dass jeder seine Identität hat und möglicherweise ist das, was die EU möglicherweise total schlecht vermittelt. Es geht nicht darum, dass wir alle gleich sind. Es geht darum, dass jeder seine Identität behält, aber Freunde, dass wir uns zusammentun mit anderen Freunden, die anderen, darum geht's, ja. Und ich glaube, für mich, also es ist wirklich Deutsch und Franzosen das beste Beispiel. Es gibt zum Beispiel, weil viele Franzosen fragen mich, ja, du bist in Deutschland, was ist anders und so. Und ich sage denen zum Beispiel, für mich, was immer eindeutig ist in Deutschland, das Siegen ist wichtig. Also man gewinnt, das ist wichtig. Ja? Ihr findet es zum Beispiel ein Sportler, der wird immer beliebter, wenn er gewinnt. Und ein Sportler, der nichts gewinnt, der hat keine Chance, populär zu sein. In Frankreich, das ist wirklich wahr, ist es komplett anders. Zum Beispiel, voilà, in Frankreich, wir sind amtierender Fußball-Weltmeister. Ja? Tut mir leid, dass ich das kurz erwähne. Ja, macht aber Spaß.
Es hat in Frankreich natürlich große Freude gegeben, ouais, toll, wir sind Weltmeister, aber wisst ihr wie lange? Ungefähr eine Woche. Und dann fanden wir das langweilig, weil in Frankreich zu gewinnen zum Beispiel, wisst ihr, wer der beliebteste Sportler aller Zeiten in Frankreich ist? Seit Jahren gibt es eine Umfrage und es kommt immer der gleiche raus. Ja, genau, hier habe ich es gehört. Ja, aber du bist Franzose, du weißt es. Also alle anderen, eben nicht Zidane, nicht Ribéry. So, die haben gewonnen, die sind Langweiler. Wir wollen nicht... Also derjenige, genau, das ist Raymond Poulidor. Raymond Poulidor ist ein Radfahrer und seine Eigenschaft ist, er hat nie den Tour de France gewonnen. Er war immer Nummer 2. Er hat es nie geschafft. Er hat es versucht, nie geschafft. Immer verloren. Und er ist der beliebteste Sportler in Frankreich. Undenkbar in Deutschland. Aber in Frankreich, wir finden das toll. Leute, die versagen, finden wir toll. Also schon ein Kulturunterschied, das muss man, obwohl, ich muss jetzt etwas exakter sein, es gibt doch einen Typ, der den Tour de France gewonnen hat, der sehr populär ist in Frankreich, aber das ist lange her, das war 1904, ja. Das war der zweite Tour de France. Er hat wirklich gewonnen, ist bis heute sehr populär. Aber es gibt auch einen Grund, warum. Er hat zwar den Tour de France gewonnen, aber einen Monat später ist es rausgekommen. Er hatte zwar gewonnen, aber er hatte Teile der Strecke mit der Bahn gefahren. Und da sagen die Franzosen, den Typ finden wir toll. Also das ist... Wie auch immer, wir sind unterschiedlich, ja klar, wir sind unterschiedlich und deshalb müssen wir zusammenhalten, weil die Welt ist unterschiedlich und es gibt keinen Grund, dass jeder einmal einfach für sich hält und sagt, der anderen ist blöd. Das ist einfach passé. Und wir haben so viel machen müssen für Europa und wenn ich sage wir, nicht wir, sondern die Generationen vorher. Und Europa ist so wichtig, also ich weiß, im Moment ist es total merkwürdig zu sagen, Europa ist wichtig, ja. Und das ist toll, dass ihr da seid und ihr seid wahrscheinlich schon überzeugt. Eigentlich wäre es toll, wenn andere Leute, die da drumherum gehen und die keine Ahnung haben, ob die überhaupt Europa wählen wollen, dass die dazu kommen würden, ja. Es ist so wichtig, so wichtig. Ja, ja. Es ist wichtig und gleichzeitig, wie gesagt, also so viele Leute, die meckern, in Deutschland auch. Also erstmal guck mal Brexit, guck mal Ungarn, Italien, also Europa geht es wirklich nicht gut. Ja? Aber auch in Deutschland gibt es ganz viele Leute, die meckern gegen Europa. Ich weiß es ziemlich genau, weil ich habe über die Jahre so viele Umfragen mit dem Puschel-Mikrofon zum Thema Europa gemacht. Und ich bekam immer eigentlich die gleichen Beschimpfungen. Das war immer, oui, die EU, das nervt. Und dann sagte ich, warum? Ja, wegen den Gurkennormen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das gehört habe. Das hat euch scheinbar sehr beeindruckt, die Gurken. Ne? Das ist also... In Frankreich, niemand redet über die Gurken. Ne? Niemand. Aber attention, es gibt in Frankreich leider auch ganz viele Leute, die gegen Europa meckern, gegen die EU. Es gibt eine Norm, die in Frankreich alle nerven. Das ist auch eine EU-Norm, das ist die Norm für die Kondomen. Das gibt es wirklich. Es gibt eine EU-Norm für die Kondome. Die wurde sogar von den Deutschen diktiert. Hein? Wir haben es übernehmen müssen, aber seitdem fühlen wir uns sehr eingeengt. Also das ist... ja. Liebe Freunde, es gibt sicherlich ganz viele Gründe, warum man gegen die EU meckern kann und meckern muss sogar. Das will ich gar nicht bestreiten. Es gibt so viel, was besser sein muss, gar keine Frage. Aber, es gibt eine Sache, liebe Freunde, die wir nie vergessen dürfen. Nie. Warum wurde überhaupt Europa gegründet? Warum? Weil gerade wir, Deutschen und Franzosen, wir haben uns Jahrhunderte nur Kriege gegeneinander gemacht. Ein Krieg, noch ein Krieg, noch ein Krieg. Was machen wir jetzt? Oh, ein Krieg, noch ein Krieg, noch ein Krieg und noch ein Krieg. So, und auf einmal gibt es schlaue Politiker von beiden Seiten. Historischer Zufall. Und die sagen, so, Kriege können wir. Gut, lass uns mal was anderes ausprobieren, ja? Wie wäre es mit Frieden? Deshalb, und das dürfen wir nie vergessen, deshalb wurde Europa gegründet. Ja? Und Europa, es ist nur ein
Experiment. Mehr ist es nicht. Und das ist sehr zerbrechlich, wenn ihr das Gefühl habt, dass Frieden stabil ist, dass egal was passiert, Frieden ist da, von wegen gar nichts. Europa ist ein sehr zerbrechliches, ein fragiles Experiment. Mehr ist das nicht. Aber dank dieses Experiments seit 70 Jahren, ist nicht lange 70 Jahren, das ist nicht mal ein Leben. Aber in unserer Geschichte, in unserer gemeinsamen Geschichte, total neu. Seit 70 Jahren, ja, haben wir keine Kriege gegeneinander. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Von mir aus können wir dieses Experiment ein bisschen länger laufen lassen, oder? Harry. Also sagt alle eure Freunde, wie wichtig diese Wahl ist. Wir dürfen keinen Scheiß machen. Wir dürfen nicht, einfach nur, weil wir genervt sind. Und es gibt viele Gründe, warum man genervt sein kann. Gar keine Frage. Aber wir dürfen nicht, einfach nur, weil wir genervt sind, die Dinge über Bord werfen, die die Generation vor uns, für uns und für die nächsten Generationen so mühsam aufgebaut haben. Das dürfen wir nicht. Und eine Sache dürfen wir nie vergessen. Vor allem ihr dürft das nie vergessen. Immer wenn ihr eine Gurken esst oder ein Kondom benutzt, dann macht ihr was für den Frieden. Vielen Dank und bis bald.